Hallo ihr Lieben und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute begleitet ihr mich dabei, wie ich das Büro aufräume. Hier ging es mir in erster Linie dabei, einfach nur eine Grundstruktur reinzubekommen und das Büro einmal aufzuräumen, damit nichts mehr herumliegt. Wenn ein Zimmer so unordentlich ist wie dieses, fällt es mir meistens schwer, irgendwo anzufangen. Ich wechsle also ständig zwischen den Stationen. Mal bin ich dort, mal bin ich dort. Hier habe ich dann gemerkt, dass ich noch Vorhänge habe, die ich für dieses Büro ausgesucht bzw. gekauft hatte. Die weißen Vorhänge, die ihr hier seht, die habe ich von Aktion. Die gab es dort im Angebot. Ich glaube, ich habe keine 3 Euro oder keine 2 Euro dafür bezahlt pro Vorhang und die sind wirklich toll. Ähnliche habe ich im ganzen Haus verteilt hängen. Die habe ich allerdings von Amazon und die waren auch ein bisschen teurer. Hier wische ich nochmal den Tisch und die ganzen Bildschirme ab. Das werdet ihr im Laufe des Videos auch ständig sehen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mir an die Nase gepackt habe oder wie oft ich niesen musste. Dieses Zimmer war einfach so verstaubt. Hier wollte ich die Papiere und alle Dokumente, die wir da noch so liegen hatten, also sprich die ganze Ablage, wollte ich nicht machen. Ich wollte die einfach erstmal in eine Kiste packen, um sie nachher nochmal durchzugehen. Hier hatte ich eigentlich vor, mir ein Vision Board zu machen. Das hatte ich letztes Jahr und das hat ganz gut funktioniert. Dieses Jahr kam ich einfach nur noch nicht dazu. Vielleicht werden einige von euch es schon bemerkt haben, zumindest diejenigen, die das Aufräumvideo bevor 2021 beginnt, geguckt haben. Das Büro hat inzwischen Vorhänge hängen. Die sind im Video leider nicht zu sehen. Das haben wir erst danach gemacht gehabt und ich habe es natürlich nicht gefilmt. Zwischendurch habe ich auch ein paar kleine Schätze gefunden, wie zum Beispiel diese hier, die Kostüme von Emma. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass sie sich so gern verkleidet und das kam natürlich dann besonders gut an, als sie wieder zu Hause waren und das gesehen hat. Unter anderem diente dieser Raum als Abstellraum. Nach dem Umzug haben wir einfach alles in diesen Raum gepackt, was nicht mehr im Keller gepasst hat oder wo wir gesagt haben, ah ja, okay, das könnte ins Büro kommen, das könnte irgendwo ins Obergeschoss kommen und deswegen haben wir es erstmal da untergebracht. Mit der Zeit haben wir natürlich vollkommen vergessen, was da alles so drin ist. Deswegen bin ich das nochmal alles durchgegangen.
In diesen blauen Säcken hatten wir dann auch noch Spielzeug bzw. Aufsätze für die Toilette, für die Kinder. Die habe ich dann einfach erstmal in den Flur gestellt, damit Alex sie dann auf den Dachboden packt, denn wir benötigen sie momentan nicht. In den anderen blauen Säcken waren noch meine Schuhe drin. Und wer vielleicht noch das Clean With Me Video geguckt hat, ich glaube, das war das zweite, der wird gesehen haben, dass ich die Schuhe inzwischen in einen Schuhschrank einsortiert habe, der bei uns im Schlafzimmer steht. Ich wusste allerdings erstmal nicht, wohin damit. Ich habe die erstmal im Büro gelagert gehabt, bis ich dann soweit war, um das Projekt Schuhe in Angriff zu nehmen. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Break the cycle now. Walls are coming down. Hier bin ich nochmal die CDs durchgegangen. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, warum ich das gemacht habe. Wir hören keine CDs. Ich denke, so wird es den meisten von euch auch gehen. Und trotzdem kann ich mich von einigen Sachen nicht trennen. Ich bin echt wie so ein kleiner Messi, der da nicht loslassen kann. Ganz besonders hier in dem Fall muss ich natürlich meine ganze Britney Spears Kollektion beibehalten. Ich war der größte Britney Spears Fan. Somit habe ich jedes Single, jedes Album bei mir zu Hause. Und ich bin einfach nicht bereit loszulassen. Das ist irgendwie so ein Stück Kindheit, wovon man sich einfach nicht trennen möchte. Gotta save me from myself. This emptiness, it hurts like hell. My good intentions let me down. I keep getting in my way. My stubborn pride will dig my grave. Please hit me hard with every step I take. Yeah, cycle down. Walls are coming down. Zwischendurch hat sich natürlich immer mal wieder Spielzeug angefunden oder auch irgendwelche Gegenstände, die nicht in das Büro gehören, sondern wo ich die schon ins Zimmer packen konnte, und die habe ich dann auch weggebracht. Ja, das war der letzte Part. Da musste ich nur noch mal drüber wischen. Das habe ich zwischendurch ja immer mal wieder gemacht. Und den Boden habe ich hier nicht gesaugt. Das habe ich dann schön Alex überlassen. Ich war nämlich einfach nur zu fertig. Ich hatte auch gar keine Lust mehr. Irgendwie waren diese Wochen komplett zugebombt mit Aufräumaktionen. Ja, und Alex musste sowieso saugen, weil er die Treppe in dem Moment gemacht hatte. Und dann hat er das Büro natürlich gleich mitgesaugt. Hier seht ihr jetzt das, ich würde sagen, halbfertige Büro. Ja, inzwischen hat sich auch einiges getan. Ich hatte ja schon gesagt gehabt, wir haben Vorhänge hängen. Und da auf dem Tisch seht ihr zum Beispiel auch die ganze Ablage, die wir noch machen mussten, die jetzt Gott sei Dank erledigt ist. Unter dem Tisch war noch Werkzeug von Alex, was er in die Garage räumen sollte. Das ist inzwischen auch weg. Es sieht alles jetzt schon langsam viel besser aus. Und auch hier würde ich sagen, auch wenn es noch nicht ganz fertig war, war ich froh, dass zumindest nicht mehr alles so rumlag und man auch mal die Tür offen lassen konnte zum Büro. Und mal wieder Dankeschön, dass ihr dabei wart und mir zugeschaut habt, wie ich das Büro aufgeräumt habe.
Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Tschüssi!